Danke, dass du dir heute so viel Zeit nimmst, Ben. Ich möchte endlich genau begreifen, wie die deutschen Modalverben funktionieren. Natürlich kenne ich die Wörter können, müssen, dürfen, sollen, wollen und mögen. Aber wenn ich sie in echten Sätzen benutze, fühle ich mich häufig noch unsicher. Kannst du mir bitte einen klaren Überblick verschaffen? Sehr gern, Anna. Modalverben sind wirklich ein wichtiger Bestandteil des Deutschen, weil sie die Aussage eines Satzes stark prägen. Üblicherweise tritt ein Modalverb gemeinsam mit einem Vollverb auf, das dann im Infinitiv am Satzende steht. Lass uns mit den grundlegenden Bedeutungen beginnen. Kennst du schon die grundlegenden Konzepte, für die jedes dieser Verben steht? Ich denke schon. Können steht für Fähigkeit oder Möglichkeit, müssen für eine Notwendigkeit oder einen Zwang, dürfen für Erlaubnis, sollen oft für eine Aufforderung oder moralische Verpflichtung, wollen drückt einen eigenen Wunsch oder eine Absicht aus und mögen signalisiert eine Vorliebe oder ein sympathisches Gefühl gegenüber etwas. Ist das so korrekt? Genau, das ist eine solide Grundlage. Im Alltag kommen allerdings oft Nuancen ins Spiel. Beispielsweise wird können manchmal auch umgangssprachlich verwendet, um Erlaubnis auszudrücken, obwohl dafür eigentlich dürfen gedacht ist. Und sollen kann je nach Kontext von einer strengen Aufforderung bis zu einem eher unverbindlichen Ratschlag reichen. Verstehe. Lass uns ein konkretes Beispiel anschauen. Ich kann heute nicht kommen. Hier betone ich, dass es mir objektiv nicht möglich ist, heute zu erscheinen. Es ist keine Frage des Wollens, sondern des Könnens. Wenn ich dagegen „Ich will heute nicht kommen“ sage, betone ich, dass mir zwar die Möglichkeit offen steht, ich aber keinen Wunsch dazu habe. Richtig? Genau, das sind wichtige Unterschiede. Ich kann heute nicht kommen verweist auf eine Unmöglichkeit oder fehlende Fähigkeit, während ich will heute nicht kommen deinen fehlenden Willen hervorhebt. Diese feinen Nuancen helfen dir, Missverständnissen vorzubeugen. Und bei müssen. Wenn ich sage, ich muss morgen früh aufstehen, dann ist klar, dass es sich um eine feste Notwendigkeit handelt. Es fühlt sich an, als hätte ich keine echte Wahl. Stimmt das? Absolut. Müssen signalisiert, dass etwas unabdingbar ist, selbst wenn es dir nicht gefällt. Es kann ein äußerer Druck sein, etwa weil du zur Arbeit musst, oder ein innerer Zwang, weil du dir selbst ein Ziel gesetzt hast. Dürfen hingegen bedeutet, dass mir etwas gestattet ist. Ich darf heute länger bleiben. Heißt, es ist erlaubt, ich verletze keine Regeln. Das Gegenteil wäre ein Verbot, richtig? Genau. Dürfen zeigt an, dass du etwas tun kannst, ohne gegen eine Regel oder eine Erwartung zu verstoßen. Ich darf hier nicht rauchen, macht hingegen klar, dass es ein Verbot gibt. Und sollen? Du sollst mehr Gemüse essen, kann klingen wie ein Ratschlag, aber auch wie eine Forderung. Es ist also flexibler und hängt vom Tonfall und Kontext ab. Genau, sollen ist oft vielschichtig. Es kann heißen, dass jemand von dir erwartet, etwas zu tun. Ein Arzt könnte freundlich, aber bestimmt sagen, sie sollen mehr trinken. Eine Mutter könnte gebieten, du sollst jetzt deine Hausaufgaben machen. Bei wollen drücke ich meinen eigenen Willen oder meine Absicht aus. Ich will ein Eis essen. Das ist sehr direkt. Kann wollen auch unhöflich wirken? Ja, wollen ist sehr direkt und kann je nach Kontext und Tonfall fordernd oder unhöflich klingen. Ich will ein Eis klingt oft etwas barsch, während ich möchte ein Eis deutlich höflicher und zurückhaltender wirkt. Mögen. An sich bedeutet, dass mir etwas einfach gefällt oder sympathisch ist. Ich mag Schokolade, heißt, ich habe eine positive Einstellung dazu, ohne dass ich diese sofort essen muss. Es ist also eher eine allgemeine Zuneigung, nicht unbedingt eine konkrete Handlung? Genauso ist es. Mögen drückt keine unmittelbare Handlung aus, sondern eine grundsätzliche positive Haltung. Du kannst etwas mögen, ohne es besitzen oder sofort erleben zu wollen. Wenn ich einen normalen Aussagesatz mit Modalverb bilde, steht das Modalverb also an zweiter Stelle und das Vollverb am Satzende, wie in „Ich kann heute Abend kommen“.
Bei einer Frage, kannst du heute Abend kommen, steht das Modalverb an erster Stelle. Und in Nebensätzen wandern beide Verben ans Ende, richtig? Genau, das hast du richtig zusammengefasst. Die Stellung der Verben ist eine wichtige Regel, um verständlich zu kommunizieren. Nehmen wir noch ein paar Beispiele, um die Unterschiede herauszuarbeiten. Ich kann hier bleiben. Fähigkeit. Ich darf hier bleiben. Erlaubnis. Ich muss hier bleiben. Zwang. Ich soll hier bleiben. Erwartung oder Empfehlung von außen. Ich will hier bleiben. Eigener Wille. Ich mag hier bleiben. Vorliebe, aber oft sagt man eher, ich bleibe gern hier. Perfekt. Diese Gegenüberstellung ist genau das, was dich in der Praxis weiterbringt. So lernst du, wie stark sich die Bedeutung verändert, nur weil du ein anderes Modalverb wählst. Wie bilde ich eigentlich die Vergangenheitsform? Zum Beispiel, ich musste gestern früher gehen. Ist das einfach das Präteritum des Modalverbs plus Infinitiv? Ja, genau. Bei Modalverben ist das Präteritum sehr gebräuchlich. Ich musste gestern früher gehen. Ich konnte gestern nicht kommen. Ich wollte gestern ins Kino gehen. Ich sollte gestern etwas erledigen. Ich durfte gestern länger bleiben. Ich mochte diese Suppe früher nicht. So kannst du Vergangenes natürlich und einfach ausdrücken. Und wenn ich besonders höflich sein möchte, nehme ich den Konjunktiv 2. Könnten Sie mir helfen? Oder dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten? Das klingt gleich viel zurückhaltender und freundlicher. Ganz genau. Der Konjunktiv zweite Form macht deine Bitte oder Frage höflicher und weniger direkt. Das ist vor allem in formellen Situationen oder gegenüber Personen, die du nicht gut kennst, sehr nützlich. Ich fühle mich jetzt viel sicherer. Die Modalverben sind wie ein Werkzeugkasten, mit dem ich meine Aussagen anpassen kann. Fähigkeit, Erlaubnis, Zwang, Erwartung, Wille oder Vorliebe. Das ermöglicht mir, viel präziser zu kommunizieren. Genau. Je mehr du mit diesen Verben spielst, desto intuitiver wirst du spüren, welches in welcher Situation am besten passt. Und wenn du einmal unsicher bist, kannst du auf solche Vergleichspaare zurückgreifen oder in Texten und Gesprächen aufmerksam hinhören. Ich werde das auf jeden Fall tun und mir noch ein paar Beispielsätze ausdenken. So verfestigt sich das Gelernte und ich kann die Modalverben bald ganz natürlich verwenden. Das ist eine hervorragende Idee, und wenn du wieder Fragen hast, können wir uns gern erneut zusammensetzen und weitere Feinheiten klären.